Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Im heutigen Interview habe ich mir den Stefan Winheller, ich darf ihn Stefan nennen, eingeladen. Hallo Stefan. Hallihallo. Genau, Stefan, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst und warum wir heute hier sind. Ja, sehr gerne. Ich bin Anwalt, 46 Jahre alt, verheiratet, 3 Kids, komme aus der Nähe von Frankfurt und bin, glaube ich, heute hier, weil du Fragen zum Thema Krypto stellen willst und zum Thema Steuern. Und das mache ich in der Tat schon ein paar Semester. 2013 haben wir angefangen. Wir haben eine Kanzlei in Frankfurt, sind etwa 30, 35 Berufsträger, also Steuerberater und Anwälte. Und 2013 haben wir angefangen, haben dann einen Mandanten gehabt, der Kryptothemen hatte. Das war damals die Börse, die größte Handelsplattform sozusagen. Die hatten umsatzsteuerliche Fragen, auch bankaufsichtsrechtliche Fragen. Und so sind wir da so reingeschlittert und ich persönlich auch. Muss aber zugeben, dass ich damals überhaupt nicht kapiert habe, was die da treiben. Das ist erst später gekommen. Sonst würde ich auch heute nicht mehr hier sitzen, auch dir wahrscheinlich kein Interview geben können, oder auch wollen, weil wenn ich damals zu, ich weiß nicht, 100 oder $50 investiert hätte in Bitcoin, dann ja, wäre mein Leben etwas anders verlaufen. Aber so ist es auch gut und wir beraten halt sehr viele Kryptoinvestoren. Die Leute brauchen euch auf jeden Fall. Also es betrifft jetzt nicht nur die einzelnen Privatanleger, sondern wie du auch erzählst, immer größere Mandanten werden wahrscheinlich auf dich zukommen. Und es ist einfach ein brennendes Thema, denn es ist einfach so viel passiert. Bestes Beispiel, wir haben angefangen über die letzten Jahre Krypto zu investieren und zu kaufen, aber uns nie darüber Gedanken machen, hey, was passiert eigentlich, wenn ich an mein Geld ran möchte und wie muss ich das steuerrechtlich betrachten? Genau. Ich habe dazu von der Community die wichtigsten und interessantesten Fragen einfach mal zusammengefasst. Ich würde mit der ersten Frage starten und Mhm. dann hangeln wir uns einfach mal so durch. Gerne. Genau. Ich habe einen folgenden Fall. Und zwar, das ist ein Fall im Grunde, den betrifft die meisten, wirklich einfach mal sagen, Privatanleger von uns. Ich habe in den letzten Jahren eben, wie gesagt, regelmäßig in Krypto investiert. Ich habe gekauft, alle möglichen verschiedenen Coins, Tokens, wie auch immer. Ich habe aber wenig beziehungsweise vielleicht mal gar nichts dokumentiert. Habe vielleicht auch mal, selbst wenn ich ein Steuertool benutzt habe, nicht immer genaue Aufzeichnungen gehabt. Die Börsen haben selbst vielleicht keine 100% korrekten Angaben. Ich möchte mir jetzt am liebsten heute, weil ich 1.000 € Gewinn gemacht habe, Krypto ausbezahlen lassen auf meine Bank. Und jetzt ist für mich die Frage, was mache ich jetzt? Wie kläre ich das mit dem Finanzamt? Ja, super, genau. Das Der ist klassische Krypto. Fall eigentlich. Das ist Krypto. Ja, verflixt normal. Das ist deswegen unangenehm und deswegen lache ich, weil es nur 1.000 € Gewinn sind. Wenn da noch 2, 3 Ja. Nullen dran wären, dann wäre das zwar genauso problematisch, aber dann wird sich der ganze Aufwand lohnen. Bei 1.000 € Gewinn lohnt sich an sich der ganze Aufwand, den man aber machen muss nicht. Also, was muss ich machen? Naja, also es ist ja nicht nur so, dass das Auscashen dann auf das Bankkonto irgendwie steuerpflichtig wäre, sondern ganz im Gegenteil. Die Jahre davor, die ich dann getradet habe, die ich Krypto gegen Krypto zum Beispiel getauscht habe, das sind ja die steuerpflichtigen Momente. Und ehrlich gesagt, wenn ich das intensiv gemacht habe und nicht nur 3 Trades gemacht habe in den letzten Jahren, dann brauche ich da halt eine Software zu. Ohne Software wird es halt nichts, wenn ich jetzt nicht selbst mehr eine bastel. Es gibt ja auch so Freaks, die das auch in der Tat können, gerade in der Hm. Szene, aber ansonsten brauche ich halt, keine Ahnung, Cointracking und Co. Und das wird halt fummelig, aber da muss ich durch. Also viele sitzen dann da Wochen oder Monate lang und machen ein bisschen was, ne, bis sie dann irgendwann mal ihr Depot sozusagen gerade gezogen haben und nicht mehr 1.000 Fehlermeldungen dann aufpoppen. Und dann habe ich einen richtigen Report, den ich dann in der Tat natürlich beim Finanzamt angeben muss. Also 2 Sachen. Erstens, Finanzamt ist wichtig und zweitens, die Bank ist wichtig. Zum Thema Finanzamt habe ich gerade schon gesagt, an sich muss man in die Software rein, muss das alles aufbereiten und dann den Steuerreport rauslassen, dem Steuerberater hinlegen und der soll dann die Steuererklärung draus machen bei 1.000 € Gewinn. Wenn es denn so ist, wird es kein großes Drama sein, aber möglicherweise hat dieser Steuerpflichtige schon in den Jahren zuvor richtig viel Gewinn gemacht, es sind nur am Schluss nur noch 1.000 übrig geblieben. Dann kann es also Okay. sein, dass er deutlich mehr Steuern zahlen muss als diese 1.000 €. Punkt 1. Punkt 2 ist die Bank. Bei 1.000 € bitte jetzt vielleicht noch kein Drama machen, aber nehmen wir an, jemand gibt, also kommt drauf an, wenn ich sonst nur 20 € Transaktionen habe im Monat oder 50 € mal hier, mal da,
dann sind vielleicht 1.000 Euro schon viel. Aber nehmen wir mal an, es sind 10.000 Euro oder 100.000 Euro. Und wenn ich die auscashe aufs Konto, dann kann es mir passieren, dass die Bank sofort das Konto schließt. Wegen Geldwäscheverdachts. Die sind verpflichtet, Genau. so eine Geldwäsche-Verdachtsanzeige zu machen an diese Financial, wie heißt die, Intelligence Unit, das ist beim Zoll. Und dann wird sofort das Konto dicht gemacht. Und das kann man eigentlich nur verhindern, indem man vorher die Bank kontaktiert und der Bank vorher schon, bevor das passiert, sagt, pass auf, liebe Bank, da kommen jetzt 10.000 Euro, die sind aus Krypto, nicht erschrecken. Und ich schicke dir hier noch ein Herkunftsnachweis, dass du auch wirklich sicher sein kannst, das kommt nicht aus Terrorismus, nicht aus Geldwäsche, sonst keine kriminellen Hintergründe, das ist einfach sauberes Geld. Ich habe einfach getradet die letzten Jahre. Also viel, viel Aufwand, bis dann die 1.000 Euro auf dem Konto sind und das Konto nicht geschlossen wird. Das ist genau das Thema. Das ist der Aufwand. Also wer macht den für mich? Ne? Das eine ist, ich kann ja zum Beispiel anfangen, mir das selber rauszusuchen. Vielleicht kriege ich es hin. Wenn ich Ankäufe gemacht habe, den einen oder anderen Token in der Excel-Liste zum Beispiel dokumentiert oder eben tatsächlich über ein Steuertool erfassen können. Aber ich habe zum Beispiel ganz häufig, und das habe ich ja nicht dokumentiert, diese typische Tausch Krypto A in Krypto B und dann einfach mal liegen lassen eine Zeit lang und so weiter. Das habe Am ich nicht besten auch noch dokumentiert. auf einer dezentralen Börse, ne, wo dann gar nichts mehr dokumentiert Im wird. besten Fall. Genau. Was Ja. mache ich? Ich will ja trotzdem an mein Geld. Also es ist so, das sind die Nebenkosten von Krypto. Ne? In Krypto können wir alle sehr reich werden. Ist ja auch vielen geglückt, manche nicht oder vielen auch nicht. Aber wir haben eben auch dann diese steuerlichen Mitwirkungspflichten, wie man das nennt. Also das Finanzamt kann sich schon auf den Standpunkt stellen und sagen, lieber Steuerpflichtige, ist es mir völlig egal, wie aufwendig das ist. Liefer mir bitte die Daten, die ich brauche, dann kann ich die Steuer ausrechnen, dann kannst du die Steuern bezahlen. Auf Deutsch bedeutet das, ich muss da selbst dran. Wegen 1.000 Euro, wenn ich nur noch 1.000 Euro letztlich übrig habe, wird es sich kaum lohnen, da einen Steuerberater dran zu setzen. Also es gibt bei uns Mandanten, die haben da wirklich fünfstellige Summen allein für die Aufbereitung bezahlt, weil wir da auch sitzen und sitzen und sitzen und händisch das nachvollziehen müssen, in der Blockchain, in den Explorer nachgucken müssen, wo ist denn verflixt nochmal jetzt hier der Coin hin und was habe ich dafür als Gegenleistung bekommen? Wie sieht es aus mit den Gebühren, die da angefallen sind? Das ist ja ein Riesenfummelkram und der kostet schlicht und ergreifend Zeit und die Software-Tools sind nicht so weit, dass sie DeFi zum Beispiel gut könnten. Ne? Also muss ich es irgendwie selber machen. Oder am Ende des Tages, wenn gar nichts mehr geht, dann, und man muss natürlich jetzt auch nicht auf den Pfennig genau nachher alles ausrechnen. Da kann man dann auch mal 5 gerade sein lassen und irgendwelche Deckungskäufe oder sowas mit reinbuchen, sodass man dann alles gerade zieht. Aber wenn gar nichts mehr hilft, dann muss ich schätzen. Das ist allerdings dann immer ungünstig, weil das Finanzamt beim Schätzen natürlich zugunsten des Fiskus schätzt, zulasten des Steuerpflichtigen. Das war jetzt meine Frage. Ich habe da keinen guten Tipp. Ich habe nur den Tipp, da muss man sich mal hinsetzen und zwar mehr als ein Wochenende und wirklich durch. Und sich erinnern, an was erinnere ich mich noch? Habe ich mir noch wirklich Notizen gemacht? Kann ich in der Blockchain nachgucken, in den Explorern, was ich da alles getrieben habe? Gibt es im schlimmsten Fall. Und ein Satz noch, möglicherweise muss ich sogar eine Selbstanzeige machen. Wenn ich also in den letzten Jahren aktiv war, 16, 17, 18, 19, 20 bis heute, und ich habe mal im Jahr 2018 Gewinne gemacht von 5.000 oder so. Und ich habe die bisher nicht angegeben. Ja, dann ist das letztlich, so unangenehm das ist, aber eine Steuerhinterziehung. Also muss ich dann eigentlich eine Nacherklärung, wie man das freundlicher nennt, aber letztlich eine Selbstanzeige machen, um mich da nicht strafbar zu machen. Also da geht es nicht nur ums Geld sparen oder dass mein Konto nicht platt gemacht wird oder so. Es geht letztlich auch darum, dass ich vermeide, dass ich vielleicht als junger Mensch dann erstmal eine Strafanzeige an der Backe habe. Ja. Gibt es im schlimmster Fall, ich zahle einfach einen maximalen Steuersatz. Gibt es sowas, dass ich sage, alles klar, es ist Datum 2025, ich lasse mir jetzt meinen Gewinn auszahlen. Über Thema Haltefrist unterhalten wir uns gleich noch. Kann ich sagen, 50% und dann ist das Thema für mich geregelt, unabhängig von der Dokumentation? Also das Finanzamt wird immer eine Schätzgrundlage wollen. Also irgendwas zusammenfummeln müssen wir. Oder muss der Steuerpflichtige, dass man zumindest sich annähern kann.
Und dann kann man in der Tat natürlich einen hohen Steuersatz anlegen. Also der höchste Steuersatz in Deutschland ist 45%. Das ist die Reichensteuer, die greift aber auch nur bei, ich weiß es jetzt nicht auswendig, wenn man 278.000 oder 79.000 Euro im Jahr Einkommen hat. Ansonsten liegt man maximal bei 42%, da ist man aber relativ schnell, ab so irgendwie 55.000, 60.000 Euro im Jahr Einkommen. Ja, dann wird man, aber man würde das eher nicht über den Steuersatz regeln, sondern über die Höhe des zu versteuernden Gewinns sozusagen. Den muss man irgendwie schätzen. Und dann wird der Steuersatz draufgelegt. Wie ist das? Also angenommen, okay, ich versuche es jetzt im neuen Jahr besser zu machen. Also es war auch eine Frage, gibt es eine sinnvolle Vorgehensweise in Zukunft, dass man zum Beispiel jedes Jahr Transaktionen in dem Finanzamt zukommen lässt? Wie verhält es sich am besten im Umgang mit Krypto? Also das ist schon ein kluges Vorgehen, ne? Dass man vielleicht einen Neustart macht. Das würde bedeuten, dass man zum Ende des Jahres, wenn das irgendwie wirtschaftlich vernünftig ist, vielleicht mal alles verkauft. Dann hat man wirklich reinen Tisch und dann kauft man zum 1.1., wenn man das dann möchte, wieder und versucht wirklich pingelig, das ist halt letztlich eine Disziplinfrage und ich weiß, wie schwierig das ist. Wenn man da am Traden ist, ne, dann ist das echt nicht einfach, aber dass man dann wirklich von Anfang an, vielleicht einmal in der Woche, vielleicht auch jeden Tag oder einmal im Monat, kommt natürlich auf den Umfang an, die Trades, die man macht, wirklich in die Software reinspielt. Und natürlich kann man sich auch Dienstleister nehmen, klar. Also ich habe es vorher schon mal angedeutet, wir arbeiten mit Cointracking gerne zusammen und mit dem dortigen Team und dann helfen die Jungs einem auch, die ganzen Transaktionen einzuspielen. Aber das kostet natürlich auch alles Geld. Wenn man sich das nicht erlauben möchte, dann ist, glaube ich, der beste Hinweis, Neustart machen und von Anfang an, also zum Jahreswechsel und von Anfang an dann die Sachen regelmäßig einspielen. Und dann auch mal gucken, ob die APIs alle funktionieren oder ob da irgendwie ein Käse eingespielt wird in das Steuertool. Da muss man halt händisch hinterher sein dann. Okay. Also letzten Endes ist es einfach ja, Disziplin nicht nur im Umgang mit einem Investment, was man hält, sondern es ist auch wirklich dadurch, dass es einfach nicht so leicht ist, zurückzuverfolgen, zu kaufen. Es ist einfach eine andere Anlageklasse und man muss einfach mehr dahinter sein als bei anderen bisher. Ja, absolut, weil sie halt noch nicht so entwickelt ist. Ne? Das ist ja auch das Mhm. Reizvolle daran. Wenn ich Aktien halte, dann kriege ich irgendwie einmal im Jahr von der Bank eine schöne Bescheinigung, die lege ich der Steuer bei und dann ist das erledigt, das Thema. So einfach geht es halt leider nicht. Mhm. Das ist immer schön, ne? Man hat einfach auch natürlich mehr Chancen, mehr Risiken und das bezieht sich natürlich auch auf die steuerliche Erfassung. Stefan, es war eine Frage, Thema Haltefrist. Das hängt jetzt auch ganz stark jetzt mit dem Thema gerade zusammen. Laut Bundesministerium sind Kryptowährungen ja nach einem Jahr steuerfrei. Nochmal, wie genau kann ich diese Haltefrist verstehen und auf welche Kryptowährungen greift diese Haltefrist? Also vielleicht mal nur zur Sicherheit sozusagen, also das BMF-Schreiben, ne, das du jetzt auch ja indirekt erwähnst, das ist wirklich nur ein Schreiben des Ministeriums. Ne? Also das ist nicht irgendwie in Stein gemeißelte Wahrheit, sondern das ist einfach nur eine Verwaltungsauffassung. Wer wirklich Recht hat und was wirklich gilt, sagen uns irgendwann die Gerichte. Also nur einfach mal, dass man nicht zu sehr verwaltungshörig wird und denkt, alles, was das Finanzministerium sagt, ist sozusagen richtig und wahr. Aber ja, diese Jahresfrist steht auch im Gesetz und die ist eigentlich relativ einfach zu berechnen. Ein Ankauf, wenn ich über die Börse kaufe, ganz einfach, ne, dann habe ich ja den Zeitstempel sozusagen, Ankaufsdatum und Verkaufsdatum irgendwann ein Jahr später. Das ist die Frist. Und wenn ich da über ein Jahr liege, dann verkaufe ich steuerfrei. Wenn ich innerhalb dieses Jahres verkaufe, verkaufe ich steuerpflichtig. Was vielleicht noch wichtig ist, wird aber jetzt nicht für jeden Anleger interessant sein, aber für den einen oder anderen vielleicht doch, wenn ich Over-the-Counter kaufe, also diese OTC-Geschäfte mache Mhm. oder auch so ein Pre-Sale mitmache und erstmal einen Vertrag unterschreibe. Also zum Beispiel am 1.1. unterschreibe ich einen Vertrag, kriege aber Mhm. meine Token erst, keine Ahnung, am 10.1. Dann gilt nicht der Zufluss 10.1., sondern es gilt wirklich für diese Fristberechnung der Vertragsschluss. Auch beim Mhm. Verkauf. Wenn ich verkaufe, dann gilt auch der Vertragsschluss. Bei den Börsengeschäften fällt das immer zusammen. Da unterschreibe Mhm. ich auch keinen Vertrag, aber mündlich quasi ist das dann ein Vertragsschluss im selben Zeitpunkt. Aber bei Over-the-Counter-Geschäften kann es schon mal weit auseinanderfallen.
Das Ja. ist super, dass du es erwähnst. Das war tatsächlich auch eine Frage, wie ermittelt sich der Preis bei einer Kryptowährung durch ein OTC-Geschäft? Deswegen, hat sich das eigentlich damit auch tatsächlich beantwortet. Naja, der Preis in der Tat, der ermittelt sich wirklich, wie wenn du ein Auto verkaufst. Ne? Ja. Also dann wirst du irgendwas aushandeln mit deinem Käufer. Und wenn er dann bei 5.000 Euro liegt, dann sind es halt 5.000 Euro. Da wird auch das Finanzamt dann nicht meckern. Entscheidend ist, dass man dann wirklich einen Vertrag schließt. Der kann ja kurz sein, aber es sollte irgendwie dokumentiert sein. Das Finanzamt lebt halt noch von Papier und in der Papierwelt, es sollte halt irgendwie dokumentiert sein, wie der Preis ist und der gilt dann. Wenn der Preis jetzt zwischen, keine Ahnung, Bruder und Schwester ausgehandelt wird, dann wird es ein bisschen kritischer, dann fragt das Finanzamt Mhm. nach. Ne? Aber wenn es zwischen unabhängigen Dritten ist, dann gilt der Preis, der vereinbart ist. Super. Wie ist das Thema Haltefrist und Staking? Also, wir haben ja Rewards, die wir durch das Staken, bekommen, erhalten können. Sind ja in dem Sinne, ist ja etwas anderes zu unterscheiden durch den An und Verkauf von Kryptowährungen. Wie verhält es sich da mit der Haltefrist? Okay, da muss man zwei Sachen unterscheiden. Ne? Erstmal kriege ich die Rewards und die sind ganz normal steuerpflichtig nach, das ist Paragraph 22, das sind sonstige Einkünfte, so heißt das eben. Mhm. Und die versteuere ich mit meinem ganz normalen persönlichen Einkommensteuersatz. Also was wir vorhin sagten, irgendwas zwischen 0 und maximal 45%. Ähm, so, dann habe ich die bekommen und muss die eben auch dann, ich muss ja nicht sofort die Steuer zahlen, sondern muss irgendwann eine Steuererklärung machen und muss dann auf das, was ich bekommen habe, eben die Steuern zahlen. Und wenn ich die jetzt verkaufe innerhalb eines Jahres, dann ist das in der Tat auch steuerpflichtig. Wenn ich Und die länger halte als ein Jahr, diese Rewards, dann ist es steuerfrei. So sieht es das Finanzministerium. okay. Ob man das jetzt unbedingt so sehen muss, ja, weiß ich nicht, aber scheint mir richtig zu sein. Bei Airdrops ist die Auffassung des Ministeriums noch ein bisschen kritischer, würde ich sagen. Genau, du hattest gerade das Thema Airdrops erwähnt. Das war eine Frage. Also, Staking ist ein Thema, Haltefrist und dann aber noch mal Airdrops. Wie verhält es sich damit? Airdrops sind an sich steuerfrei, also richtige Airdrops. Ne? Wenn du gar nichts tust, sondern bei dir einfach nur in der Wallet irgendwelche Coins landen, von denen du noch nie gehört und gesehen hast, die im Zweifel auch nichts wert sind, vielleicht, die sind steuerfrei. Das Finanzministerium sagt allerdings und geht da ziemlich weit, dass wenn du eine Gegenleistung erbringst, dann ist es eben nicht mehr steuerfrei. Dann wird das steuerpflichtig, dann wird es besteuert wie Staking Rewards. Wenn du also keine Ahnung, deine E-Mail-Adresse gibst oder dich einträgst in irgendwelche Google Sheets anlässlich des Airdrops oder wenn du Marketingleistungen erbringst, ja, also wenn du, keine Ahnung, passt ja bei dir, wenn du, Mhm. keine Ahnung, irgendwie ein Video drehst über den Coin oder wenn du in Twitter auch nur irgendwas retweetest und das also Voraussetzung ist sozusagen dafür, dass du den Airdrop kriegst, dann ist der Airdrop steuerpflichtig. In der Theorie, in der Praxis, wenn der nichts wert ist, zu dem Zeitpunkt, zu dem du ihn bekommst, was ja häufig so ist, weil der noch nicht vielleicht an der Börse gelistet ist, der Coin, dann musst du auch nichts besteuern. Okay. Wenn allerdings das steuerfrei ist, also wenn der einfach bei dir reintrudelt, ohne dass du was du gemacht hast, das ist ja gerade beim NFT, im NFT-Bereich Mhm. auch häufig so, ne? Die landen einfach bei dir in der Wallet, die Dinger, ähm, dann ist das zwar dann nicht einkommensteuerpflichtig, weil du eben keine Gegenleistung erbracht hast, aber es ist möglicherweise schenkungssteuerpflichtig. Da muss man ein bisschen Mhm. aufpassen. Ähm, Okay. Wobei auch das in der Theorie vielleicht eher ein Problem ist, weil die Schenkungssteuer kennt Freibeträge von in diesem Bereich dann 20.000 Euro und so ein Airdrop muss erstmal mehr als 20.000 wert sein, ne, bevor das dann Ja. Schenkungssteuer auslöst. Na, es handelt sich wahrscheinlich bei Airdrops meistens um einen kleinstelligen 100 Bereich im 100, 200, 300 Euro maximal, vermute ich. Und Ja. da wären wir wahrscheinlich im steuerfreien Bereich, wenn ich keine Gegenleistung erbringe. Ja, wobei, Ähm, wenn du gerade so die Zahlen nennst, selbst wenn du eine Gegenleistung erbringst und dann der Betrag 256 Euro nicht übersteigt, ja, okay. dann, aber insgesamt pro Jahr, Ja. dann mit allen Airdrops und allen Staking Rewards zusammen sozusagen, dann musst du auch keine Steuern zahlen.
Das ist eine Freigrenze, die einfach so im Gesetz steht. Also 256 € im Jahr kann ich an Airdrops steuerfrei veräußern. Kannst du steuerfrei kriegen. Kriegen, okay. Kriegen, ja, also wenn du die kriegst, genau, dann 256 €. Aber nicht nur Airdrops, sondern auch alle Staking Rewards. Du musst alles zusammenrechnen. Und Okay. wenn das wirklich nur unter 256 € liegt, dann sind die steuerfrei. Wenn du 1 € drüber bist oder 1 Cent, dann sind allerdings alle steuerpflichtig. Wie ist es, du hast es gerade erwähnt, NFTs. Also grundsätzliche Frage war erstmal Unterschied auch zu anderen Kryptowährungen mit NFTs. Wie muss das steuerlich betrachtet werden? Und da auch die zweite Frage, Play-to-Earn-Spiele, also wo ich ja auch im Grunde mit NFTs entweder die als eben Schenkung, also erhalte in Form des Play-to-Earn-Spiels und dann vielleicht auch veräußern möchte. Also damit sprichst du jetzt echt zwei Bereiche an, die echt wilder Westen sind. Ne? Also Krypto ist ja schon unklar, aber das ist total unklar. Also das BMF hat dazu auch gar nichts gesagt, hat aber angedeutet, dass zu NFTs sich mal äußern will, aber hat es bisher noch nicht getan. Also da kann ich dir quasi nur unsere Auffassung sagen. Unsere Auffassung ist, dass NFTs ähnlich oder gleich behandelt werden dürften wie oder sollten wie ganz normale Kryptowährungen. Das heißt, auch da, wenn du kaufst und verkaufst und ein Jahr dazwischen Zeit dir lässt, zwischen An- und Verkauf, ist es steuerfrei und ansonsten steuerpflichtig. Ich meine, gerade macht man auch keinen Gewinn mit NFTs. Da geht es eher wahrscheinlich um die Verluste, ob man die geltend machen kann. Da ist es genauso übrigens wie bei Kryptowährungen. Das heißt, wenn ich verkaufe mit Verlust, dann kann ich diesen Verlust nur geltend machen, wenn ich das innerhalb dieses Jahres tue. Wenn ich einen Tag mehr warte und über diesem Jahr drüber bin und dann mit Verlust verkaufe, ist der Verlust quasi wertlos. Das bedeutet auch, dass es klug ist, gerade jetzt so im Kryptowinter, wenn ich auf einem Verlust sitze, dann sollte ich mir Gedanken machen, ob ich diesen Verlust nicht innerhalb dieses Jahres nach dem Ankauf auch realisiere. Dann verkaufe ich eben den Coin oder die Coins, habe 5.000 € Verlust gemacht und diese 5.000 Verlust, die reduzieren mir in der Steuer sozusagen einen möglichen Gewinn in den nächsten Jahren. Sollte man wirklich drüber nachdenken. Und wenn ich den Coin verkauft habe und immer noch an den Coin glaube und denke, Durststrecke, das wird schon wieder, dann kann ich den ja 2 Tage später kaufen wieder. Aber den Verlust habe ich dann erstmal realisiert. So, aber jetzt bin ich von deiner Frage ab. Was war das? Also NFTs, genau, ähnlich wie Kryptowährungen, würde ich behaupten. Auch da, wenn du irgendwas geschenkt bekommst, einen Airdrop kriegst und wie ich es vorhin auch schon sagte, das landet einfach bei dir in der Wallet, das NFT, du weißt nicht, was es ist. Vielleicht ist es sogar ein Scam, ne, und raubt dir quasi die ganzen anderen, deine ganze Wallet aus. Also das ist steuerfrei. Wenn du aber was dafür tun musst, um NFT zu bekommen, irgendeine Gegenleistung erbringst, ist es im Zweifel steuerpflichtig. Und diese Play-to-Earn-Geschichten, da gibt es an sich noch auch keine klare Ansage der Rechtsprechung. Da ist es wohl so, würde ich behaupten und auch vertreten vom Finanzamt, wenn das reines Spielgeld ist, also im Spiel gespielt wird, dann ist das steuerlich irrelevant. Relevant kann das eben nur dann werden, aber möglicherweise sprichst du das ja auch gerade an, wenn du das auscashen kannst, wenn du das irgendwann dieses Spielgeld umwandeln kannst in harte Dollar oder aktuell nicht so harten Euro. Ja, da Weil war tatsächlich. wenn du dann Einkünfte erzielst, ja, dann dürfte das auch ähnlich laufen wie bei Kryptowährungen. Ne? Also wenn du da regelmäßig Rewards kriegst, dann sind die eben steuerpflichtig. Und wenn du so ein Hardcore-Spieler bist, so ein Power-User und richtig intensiv zockst, dann kann es sogar dazu führen, dass das Finanzamt behauptet, dass du gewerblich tätig bist. Dass du gar nicht mehr als Privatspieler sozusagen tätig bist. Ich glaube, da kommt es wirklich auf den Einzelfall an. Also, Ja. wenn ich mir so angucke, wie man da so vorgehen müsste beim Finanzamt, da müsste man wahrscheinlich dann wirklich verteidigen und den Sachverhalt genau darlegen und erklären, hey, ich habe jetzt hier wirklich nur um des Spielens willen gespielt. Ich habe zwar hier ein paar Euro Gewinn gemacht, aber darum ging es mir nicht, sondern mir ging es um das Spielen an sich. Und wenn ich das irgendwie belegen kann, keine Ahnung wie, müsste man sich Gedanken machen, dann komme ich vielleicht aus der ganzen Nummer raus. Aber je höher der Gewinn ist, vielleicht noch ein Satz,
umso wahrscheinlicher ist es, dass das Finanzamt dann auch sagt, naja, das hast du hier schon mit Einkünfteerzielungsabsicht gemacht. Mhm. Dieses Spielen war zwar nett, aber eigentlich hast du es gemacht, um Geld zu verdienen. Und Ja. an sich ganz ehrlich, ne, also wenn ich so Spiele mir angucke oder so Upland kenne ich zum Beispiel, ne, also da kaufst du eben Immobilien oder Grundstücke und versuchst sie Mhm. letztlich teuer zu verkaufen. Das ist quasi Mhm. Monopoly auf der Blockchain. Und ja, das hat schon viel mit Das Geld ist verdienen zu tun. Es ist ja im Grunde auch das ist ja das Thema, ne? Einmal kannst du auch mit NFTs mittlerweile ja handeln, das kannst du auch in Apps machen. Du kannst aber auch 'n NFT als Reward bekommen. Also, ich habe 'n Community-Mitglied hat erwähnt, er spielt einfach Sorare sehr gerne und hat eben seine digitale Sammelkarte in Form eines NFTs bekommen durch das Spielen, weil er halt einfach gut gespielt hat. Und, im Grunde ist es so, diese Sammelkarte hat zu dem Zeitpunkt X, wo er's bekommen hat, einen bestimmten Wert. Was macht er jetzt damit? Also, wenn er das ausbezahlen möchte. Also wenn er das so darstellt, wie du es gerade gesagt hast, dann ist das, würde ich behaupten, steuerpflichtig, weil er hat es Steuerpflichtig. bekommen, weil er gut gespielt hat, hast du gesagt. Ne? Und die Mhm. Rechtsprechung macht da schon einen Unterschied zwischen Glücksspiel, also fällt mir das einfach zu, Mhm. weil ich gewonnen habe, ohne dass ich irgendwie da mich besonders anstrengen musste. Dann ist das steuerfrei eher. Oder wie beim Pokern, ja, bin ich besonders gut, bin ich geschickt und gewinne dann auch da was dafür, weil ich gut bin und weil ich mich anstrenge und richtig die Mhm. Dinge strategisch angehe, dann kann das steuerpflichtig sein. Würde ich hier jetzt auch behaupten. Dann ist das steuerpflichtig. Super Wenn es interessant. wirklich einen Wert hat. Ja. Ähm, aber hat es wahrscheinlich, ne? Zumindest einen Spielwert und den kann man wieder umrechnen in Fiat. Ne? Ja, also es ist immer auch die Frage, 'n NFT ist ja auch sehr stark bestimmt durch Angebot und Nachfrage, ob es jetzt ein Bild ist oder eben so eine digitale Sammelkarte, ein Comic, was Ja. auch immer. Hat zum Zeitpunkt vielleicht heute hat es einen Wert von 500, in einer Woche hat es einen Wert von 1.000. Ach ja, 1.000, jetzt würde ich es mir gerne ausbezahlen lassen, dann würde ich das mit diesem Wert, im Grunde steuerpflichtig veräußern. Nee, sondern erst einmal der Wert des Zugangs. Immer Des der Zugangs, des Erhalts. Zugangszeitpunkt ist wichtig. Also im Okay. Privatbereich kommt es immer auf den Zufluss und Mhm. den Abfluss an. Und Okay. Zufluss würde in diesem Fall bedeuten, ne, im Spiel habe ich irgendwann gut gespielt und so ein Reward gekriegt, ein NFT bekommen. Mhm. Dann ist der Zeitpunkt relevant. Das kann gut oder schlecht Okay. sein. Wenn der Wert zu Ja. dem Zeitpunkt gering ist gut für mich. Und wenn ich ihn später deutlich teuer verkaufe, gut. Wenn der Wert damals hoch war und dann Mhm. sinkt der Preis, ne, dann zahle ich viel Steuern auf etwas, was ich gar nicht mehr habe. Da gehen Ja. viele Kryptoinvestoren auch echt pleite dran. Mhm. So dieser Bärenmarkt, der ist auch echt gefährlich, weil ich nämlich dann Steuern bezahle auf hohe Kurse, die vielleicht noch von einem halben Jahr galten. Also die ganzen Staking Rewards sind hoch Mhm. bepreist. Und ein halbes Jahr später oder so ist es nichts mehr wert. Ich muss trotzdem die Steuern zahlen für damals, was der Wert damals war. Das ist für mich jetzt auch, weiß nicht, ob das mit dem Thema Verlust zusammenhängt, diese Art Verlust-Gewinnrechnung. Also angenommen, ich habe jetzt noch gar nichts gemacht, ne? Ich habe nichts verkauft. Das war auch eine Frage. Du hast es schon erwähnt, wann man in der Form Verluste als realisiert wann man Verluste realisieren kann und steuerlich geltend machen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel Gewinn gemacht habe letztes Jahr, jetzt gibt es dieses Jahr, super Bärenmarkt, jetzt habe ich natürlich wieder ein bisschen Minus gemacht im Portfolio. Alles in allem, ich habe vielleicht, keine Ahnung, 'n Differenzbetrag jetzt dadurch bekommen. Kann man so was machen, dass man so eine Gewinn-Verlust-Rechnung nachvollziehen kann? Ja, das ist gerade so wichtig. Also bei uns in der Kanzlei ist es ja so, wir kriegen, wenn die Kurse steigen, kriegen wir Anfragen wie verrückt. Dann kommen wir gar Ja. nicht hinterher. Wenn die Kurse sinken, dann ziehen sich die Investoren alle so in ihre Mauselöcher zurück, habe ich den Eindruck. Und das ist Mhm. verständlich, aber nicht klug. Klug ist es, in dieser Situation ganz rational daran zu gehen und zu gucken, okay, wie hoch ist mein Verlust? Macht es Sinn, ihn jetzt zu realisieren? Und das ist wirklich von jedem Einzelnen abhängig, von der einzelnen Situation, in der sich der jeweilige Investor befindet, der Anleger befindet. Wenn ich letztes Jahr, keine Ahnung, 10.000 plus gemacht habe und ich sitze jetzt auf einem Verlust von 10.000, dann kann ich zwei Sachen machen. Ich kann jetzt mich, wie gesagt, ins Mauseloch zurück verkriechen und die Hände über den Kopf zusammenschlagen und nichts tun. Oder ich verkaufe jetzt, mache 10.000 Verlust, kaufe am nächsten Tag wieder. Dann hat sich an sich in meinem Depot nichts geändert.
Ich habe immer noch dieselben Coins. Für diese neuen Coins fängt dann allerdings wieder eine Jahresfrist an zu laufen ab dem Zeitpunkt. Aber ich habe 10.000 Verlust gemacht und die trage ich zurück ins letzte Jahr. Sag dem Finanzamt, liebes Finanzamt, ich habe Verlust gemacht, hier bitte ins letzte Jahr zurücktragen. Dann sind meine 10.000 Gewinne aus dem letzten Jahr weg. Dann kriege ich eine Steuererstattung. Oder ich habe im letzten Jahr keine 10.000 Gewinn gemacht, aber ich mache nächstes Jahr 20.000 Gewinn. Vielleicht. Dann kann ich diese 10.000 aus diesem Jahr nehmen und dann mindert mir das den Gewinn fürs nächste Jahr. Also das muss an sich jeder, muss so ein bisschen im Blick haben, vielleicht ein einfaches Excel-Sheet führen. Das ist ja wirklich jetzt einfach, da muss man jetzt nicht groß rechnen. Und einfach den Gewinn und den Verlust jeweils mal eintragen, den ich aus dem Handel mit Kryptowährungen gemacht habe. Das Gute ist ja, dass das Finanzamt das auch feststellt. Das heißt, es gibt einen extra Bescheid, in dem dann drin steht, der Verlust, der mir sozusagen noch zusteht und den ich in künftigen Jahren noch nutzen kann. Zurück kann ich halt nur ein Jahr gehen. Ne? In die Zukunft kann ich eigentlich beliebig viele Jahre gehen. Also macht im Grunde tatsächlich, wenn man sagt, ich mache das regelmäßig und Krypto ist mein Hauptinvestment, ich mache viele Tausche, ich weiß nicht, ich trade, ich habe NFTs, ich habe ein komplettes Portfolio. Macht es Sinn, jährlich tatsächlich ganz genau alles aufzuschlüsseln, Verluste zu realisieren, die man realisieren kann, wenn es sinnvoll ist, und dann gezielt wieder neu einzukaufen? Also es macht sich immer Sinn, hat ja irgendein schlauer Mensch mal gesagt, über Geld nachzudenken, als nur dafür zu arbeiten. Das macht sicherlich Sinn, weil das ganze Investment ist halt ganz stark steuerlich geprägt. Ich meine, wenn man bis zu 45% davon abgeben muss, dann sollte man halt dieses steuerliche Thema auch zumindest in den Grundzügen irgendwie mit bedenken, weil davon halt ganz viel abhängen kann. Ja, also es macht Sinn, sich zumindest einen groben Überblick immer zu verschaffen und den auch zu haben. Also ich würde behaupten, einmal eine Software zu haben, in der man regelmäßig die Sachen nachpflegt und dann auch sieht, wo man steht. Und zum Zweiten, zumindest im Kopf zu haben, habe ich letztes Jahr einen großen Gewinn oder einen Verlust gemacht. Weil wenn man das weiß, kann man in diesem Jahr dann auch entsprechend vielleicht reagieren und handeln. Aber man muss noch mal dazu sagen, ne, wenn ich dann Verluste realisiere und die Coins dann wieder kaufe, fängt halt wieder eine Haltefrist an. Das kann sinnvoll sein oder auch nicht. Kommt auf den Einzelfall an und auf die Erwartungen, die ich habe an den jeweiligen Coin. Ne? Ja. Wenn sich meine Käufe, das ist vielleicht noch mal ein interessantes Thema, vermischen, ne? Weil ich ja im Grunde, ich kaufe einen Coin zum Zeitpunkt X. Jetzt könnte ich sagen, ja, die Haltefrist gilt ja ein Jahr, aber ich mache in der Zwischenzeit ja was anderes. Ne? Ich tausche jetzt eben diesen Coin A wieder in Coin B um. Damit hatte ich ja wieder einen neuen Coin. Muss ich jetzt da wieder ein Jahr warten oder an was bemesse ich das? Halten heißt wirklich halten. Ne? Ein Jahr halten heißt, ich mache mit dem nichts. Was ich machen darf, ich darf ihn in Staking geben, ne? Zum Beispiel. Und da war ja früher noch oder vor einem Jahr oder so die Diskussion, ob das vielleicht die Haltefrist verlängert auf 10 Jahre. Das ist aber durch. Das ist nicht der Fall. Gott sei Dank. Also das darf ich nicht, genau, das darf ich in der Tat machen. Aber wenn ich den tausche, dann ist es schon eine Verletzung quasi dieser Haltefrist, dann ist es eine Veräußerung und dann, wenn ich das innerhalb eines Jahres mache, so habe ich dich gerade verstanden, dann ist es ein Veräußerungsvorgang und dann muss ich dann schon berechnen, habe ich jetzt einen Gewinn oder einen Verlust gemacht. Okay. Und das Gute an der Software ist ja, wenn das richtig klassifiziert ist, die Einzahlung, der Trade, wenn das richtig da mal drin ist, dann rechnet es das mir automatisch aus. Ne? Dann wirst du ja verrückt, wenn du das mit Bleistift und Blatt Papier da ausrechnen möchtest. Ganz simpel mit dem Private Key. Genau. Ich habe vielleicht noch ein, zwei Fragen, die ich stellen würde abschließend. Und zwar, es sind so viele Fragen natürlich, aber vielleicht noch was Interessantes, das Thema, wenn wir beim Schenkungsthema bleiben. Wie verhält es sich steuerlich ganz normal beim Thema Schenkung, wenn ich für meine eigenen Kinder beispielsweise was anlegen möchte oder eine Vererbung der gehaltenen Kryptowährungen, wenn ich diese zum Beispiel auf einem Cold Storage lagere? Das ist wie an sich bei jeder Schenkung. Zunächst ist es klug, darüber nachzudenken, vor allem jetzt aktuell, weil eben die Preise im Keller sind. Und wenn wir alle hoffentlich irgendwie dann nochmal eine Hoss sehen, dann macht es Sinn, jetzt zu schenken, ne? Weil ich jetzt die Freibeträge dann besser ausnutzen kann.
Also Freibeträge gibt es, die abhängig sind von der Nähe, von dem Näheverhältnis. Wenn du jetzt sagst, Papa und Mama an Kind, gilt ein Freibetrag von 400.000 Euro. Das heißt, der Papa darf 400.000 Euro verschenken an das Kind, die Mama auch nochmal 400.000 Euro. Das ist vielleicht mal Punkt 1. Wenn ich also so viel Krypto habe, kann ich 400.000 Euro allerdings innerhalb eines 10-Jahres-Zeitraums an mein Kind verschenken. Und entscheidend ist der Preis zum Tag der Schenkung. Das heißt, dann gucke ich rein auf CoinMarketCap oder in die Börsen, was ist hier für ein Marktpreis, was sind die Coins wert, und das ist dann die Schenkung an mein Kind. Und natürlich ist es schwierig nachzuvollziehen für ein Finanzamt, ob das jetzt wirklich geschenkt wurde oder ob der Papa vielleicht doch noch irgendwie letztlich die Verfügungsbefugnis komplett hat, ne? Gerade bei minderjährigen Kindern. Das muss ich dann schon wirklich dokumentieren. Also da muss ein Vertrag her. Und dann muss auch wirklich das Kind nachher die Verfügungsgewalt haben über die Wallet, und der Papa hat dann eben die Seed Phrase und so nicht mehr. Ne? Also so, das muss neu eingerichtet werden fürs Kind, sodass dann wirklich eine klare Trennung passiert. Aber das Gute ist, das haben ja auch schon viele früher gemacht, jetzt nicht mit Krypto, sondern mit Aktien oder mit anderen Investmentanlagen, dass dann natürlich diese ganzen Freibeträge, wir haben vorher mal von 256 Euro gesprochen, oder es gibt beim Trading ja auch die Freigrenze, nicht Freibetrag, Freigrenze von 600 Euro. Das gilt beim Kind dann natürlich auch wieder. Ne? Dann hat man quasi diese Freigrenzen verdoppelt, einmal für sich als Elternteil und dann für das Kind. Und beim Vererben das ist ein bisschen wackeliger. Ne? Man weiß ja nicht im Zweifel, wann man stirbt, und dann gilt eben auch der Wert zum Zeitpunkt des Todes. Bei der Schenkung ist es klarer, da kann ich ja bestimmen, wann ich schenken möchte. Dann gilt eben der Zeitpunkt für die Bewertung, der Zeitpunkt der Schenkung. Wichtig, zwischen Ehegatten 500.000, vielleicht ist das noch interessant, gibt es einen höheren Freibetrag. Und zwischen Geschwistern und quasi weiter entfernt Verwandten sind es dann nur noch 20.000. Also das ist schon ein großer Unterschied. Und innerhalb von 10 Jahren, das heißt, wenn ich jetzt 20.000 verschenke, dann nochmal 350.000, nächstes Jahr, dann habe ich nur noch 30.000 übrig für die nächsten 8 Jahre. Ne? Und wenn die 10 Jahre dann abgeschlossen, also beim Kind, wenn die 10 Jahre abgeschlossen sind, dann kann ich wieder 400.000 übertragen. Wenn ich also ein großes Vermögen habe, fange ich früh an, meine Kinder zu versorgen. Ja, dann nach 10 Jahren weitermachen. Genau. Perfekt, klasse. Vielleicht noch eine letzte Frage, und zwar, wie wird das Cashback durch Kryptokarten versteuert? Beispiel, ne, es gibt diese ganz klassischen Karten von Börsen, Crypto.com, Bitpanda, was weiß ich, da kriegt man Rewards in Form von Kryptowährungen zurück, Cashback-mäßig. Was mache ich jetzt damit? Ich könnte ja mir auch, weiß ich nicht, in Fiat-Geld zwischenzeitlich In-App-Wallet tauschen und dann damit meinen Kaffee kaufen. Wie muss ich das steuerlich betrachten? Ja, du hast eine tolle Community. Das sind alles noch völlig unklare Dinge. Aber das zeigt auch, so ist das Steuerrecht. Die Finanzverwaltung kommt immer erst mit einer deutlichen Zeitverzögerung dann dahinter. Also kann ich dir nicht mit absoluter Gewissheit sagen, aber meine Einschätzung sagen. Man muss da unterscheiden. Ne? Warum kriege ich was? Wenn ich eine Prämie kriege, so wie es bei klassischen anderen Karten auch ist, weil ich jemand anderem werbe zum Beispiel, oder weil ich, keine Ahnung, ein Konto eröffne oder so irgendwas, dann ist es schon eine Gegenleistung. Ich habe irgendwas gemacht, damit ich was kriege. Das dürfte, wie Staking Rewards, ganz normal steuerpflichtig sein mit dem Einkommensteuersatz. Aber da gilt eben auch diese 256 Euro Grenze, und das ist wahrscheinlich der Grund, warum darüber in der Praxis auch niemand diskutiert, weil in der Regel sind von traditionellen Banken und so diese Prämien halt nicht mehr. Und die kriegt man dann auch nur einmal im Jahr und so und öffnet nicht bei 20 Banken irgendwelche Konten, sodass das dann halt nicht steuerpflichtig ist am Ende des Tages. Aber vom Prinzip ist es das, wenn es nur groß genug wäre.
Wenn ich jetzt Rewards kriege, so habe ich dich verstanden, ohne was zu tun, nur weil ich einfach die Karte einsetze, ne? Das Genau, das sind war diese doch so. typischen Ja, Krypto-Debit-Karten. Du gehst im Supermarkt einkaufen, du kannst mit einer Visa-Zahlung zum Beispiel zahlen und kriegst dafür eben Rewards durch den Einkauf, wie bei einer PayPal-Karte eigentlich auch. ja, genau. Also meine Meinung, das ist keine Gegenleistung, die ich da erbringe, die auch nicht also im Leistungsaustauschverhältnis irgendwie steht, sondern ich nutze die Karte, Punkt aus, und dann kriege ich was. Da würde ich behaupten, dass das steuerfrei ist. Aber dafür gebe ich Man weiß keine es nicht. Garantie. Also wenn's richtig, also wenn man es richtig machen will, und das ist vielleicht nochmal ein Tipp, wenn wir jetzt auch Mhm. dem Ende zugehen, ein Tipp genereller Art. Als Steuerpflichtiger bin ich nie verpflichtet, die Steuern richtig auszurechnen. Ich bin aber immer, das ist nämlich Job des Finanzamts, ich bin aber immer verpflichtet, den Sachverhalt offenzulegen. Und wenn ich das mache, wenn ich einfach dem Finanzamt von mir aus auch einen Brief schreibe und ihm erkläre, was ich getrieben habe, dass ich dies und jenes bekommen habe, weil ich die Karte eingesetzt habe oder ich habe diesen Trade gemacht, ich habe das bekommen. Wenn ich den Sachverhalt richtig darlegen kann, dann kann mir das Finanzamt nie ans Schienbein treten und mit einer Steuerhinterziehung oder ähnlichem kommen. Das Finanzamt kann nur Mhm. dann grantig werden und wird grantig, wenn ich etwas nicht offenlege. Mhm. Ähm, ja, einfach nochmal wirklich, gerade im Krypto-Umfeld wichtig. Ich muss nicht mich verrenken und an sich muss ich noch nicht mal die Steuer wirklich richtig ausrechnen. Also wir haben ja vorhin über Software-Tools gesprochen, die rechnen ja Mhm. dann die Einkünfte genau aus. Ich bin nur verpflichtet, das alles aufzulisten und dem Finanzamt die Möglichkeit zu geben, dass es selbst rechnen kann. Ja. Ja, Das ist also wunderbare Worte eigentlich. Also es ist ein sehr guter Abschluss, ich finde, dass man auch die Angst ein bisschen nimmt. Also so groß dieser Dschungel ist mit Steuern und wie man was betrachtet, so einfach kann es doch sein, wenn man sagt, okay, ich weiß zwar nicht genau wie und was, aber ich kann versuchen, alles zu sammeln, was geht und ich kann ja nicht mehr machen. Ich bin ja, versuche so transparent wie möglich zu sein. Mehr muss man dann herausfinden im Weg. wobei, darf ich noch eins sagen? Ich würde das nochmal Gerne. einschränken wollen, weil das sich dann auch wiederum so anhört, als ob ich mich komplett nackig machen muss dem Finanzamt gegenüber. Mhm. Und das ist jetzt, also zumindest auch nicht mein Style. Das würde ich nicht sagen, dass das nötig ist. Ich würde das, was du jetzt gerade sehr schön zusammengefasst hast, für richtig halten, in den Fällen, in denen ich nicht so ganz sicher bin. Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel einen Coin gekauft habe, den habe liegen lassen, 2 Jahre, und dann für 20.000 Euro Gewinn verkauft habe und ich mir sicher bin, ich habe mit dem Ding zwischendurch nichts gemacht, dann ist es steuerfrei. Punkt Ausfallerrat. Dann muss ich diesen Sachverhalt jetzt dem Finanzamt auch nicht, ohne dass da irgendwie eine Not besteht, offenlegen. Ne? Also, aber wenn ich unsicher bin, wenn es ein bisschen komisch ist oder einfach auch die Rechtslage, so wie ich es jetzt mehrfach schon beschrieben habe, unklar ist, dann offenlegen und Finanzamt ist damit dann hoffentlich zufrieden. Perfekt. Dann machen wir das so. Sehr gut. ähm, vielen, vielen lieben Dank für dieses Interview, Stefan. Ich Gerne. denke, es gibt bestimmt viel, viel mehr weitere Fragen und Klärungsbedarf. Und ich kann an der Stelle erstmal ein großes Danke sagen für die Zeit, die du dir genommen hast. Gerne. War sehr Und schön. habe mich sehr gefreut. Gerne, gerne mehr. Ich habe noch viele, viele offene Fragen, viele Fragezeichen, aber ich habe auf jeden Fall schon sehr vieles mitgenommen. Und wenn ihr euch auch noch mal einlesen wollt, auf der Seite von der Winheller Gesellschaft gibt es auf jeden Fall einige spannende Blogbeiträge zum Thema Krypto und Steuern. Genau. Also ganz Dann herzlichen Dank. Ist auch mir echt ein Vergnügen gewesen. Auch gerne mehr von meiner Seite, wenn noch mal Fragen da sind oder so. Gerne wiederholen. Und viel wunderbar. Erfolg dir und deiner Community. Gefällt mir toll. Gefällt mir sehr, was ihr macht. Ja, ich habe klasse Menschen hinter mir. Danke dafür. Und dann wünsche ich allen noch einen schönen Tag und bis bald. Macht's gut.